Da seid ihr ja schon wieder. Ja, mir geht es wieder besser. Ich bin bereit, meine Geschichte weiterzuerzählen. Aber seid ihr es auch? Die Dinge, von denen ich heute erzählen werde, sind alles andere als fröhlich strahlende Erinnerungen. Gut, dann lasst uns loslegen. Wie ihr euch vielleicht erinnert, hat mich Elisabeth zum jährlichen Lichtritt eingeladen. Obwohl es mir nicht gelang, ihr zu antworten, beschloss ich dennoch mitzumachen. Ich war die Letzte, die beim Goldblattstall eintraf. Eva und die anderen waren in ihre Vorbereitungen vertieft und unterhielten sich dabei fröhlich lachend. Ein schöner Ausflug so ohne Starshine. Immerhin kommt mal wieder Catherine mit. Außerdem können Starshine und du euch dann gegenseitig von Erlebten erzählen. Du von Spaziergängen Und Starshine von der Maus in seiner Box. Ich hörte, wie mein Name fiel. Und sie noch mehr lachten. Es war offensichtlich, dass sie über mich lästerten. Also bin ich weg. Selbst die letzte Hoffnung, dass ich noch irgendwie ein Teil des Soul Rider sein konnte, war zerstört. Obwohl es mir hätte klar sein sollen, gelang es mir nicht, das Gefühl der erneuten Einsamkeit und Verletzbarkeit zu unterdrücken. Unaufhaltsam rannen mir die Tränen über das Gesicht. Am Ende des Lichtrittes begegnete ich ihnen erneut. Ich wollte einfach nur an ihnen vorbei, doch Elisabeth bemerkte mich und rief mir hinterher. Aber ich war überzeugt davon, dass sie, die sie ebenfalls ein Teil der Soul Rider war, mich genauso wenig verstand. An den Kürbisfeldern habe ich Thomas gesehen. Ich versuchte, meine Tränen zu verbergen und hoffte, dass er mein verweintes Gesicht nicht bemerkte, während ich ihm winkte und vorbeiritt. So sehr ich ihn am Anfang verachtet hatte, so sehr sehnte ich mich mittlerweile nach der einfachen Normalität, die er zu verkörpern schien. In den folgenden Wochen wurde ich von Albträumen und schrecklichen Stimmen geplagt, die mir sagten, dass den anderen Mädchen schreckliche Dinge bevorstünden. Ständig sah ich sie verletzt und verloren vor mir. Als Papa mich dazu zwang, Vorräte von Birks Gehöft zu kaufen und Thomas dort zufällig gerade das Gleiche tat, kam ich mit dem Langweiler ins Gespräch. Je mehr ich von seiner tiefen, ernsten Stimme zu hören bekam, umso wohler fühlte ich mich bei ihm. Die Ruhe und Besonnenheit, die er ausstrahlte, war Balsam für meine chaotischen Gedanken.
Ich genoss dieses Gefühl der Ruhe um ihn. Sie gab mir Sicherheit. Thomas gab mir Sicherheit mit seiner Anwesenheit. Umso wütender wurde ich, als die Mondschwester herkam und mir von einer Vision erzählte, in der sich Schattententakel in Thomas befunden hätten. Was? Oh, nein, keine Sorge. Ich räume das Buch nur weg, weil wir es für den letzten Teil der heutigen Erzählung nicht mehr benötigen. Um die Wahrheit zu sagen, ich wusste, von welchen Tentakeln sie redete. Ich sah sie auch. Sie umgaben mich und versuchten, mich zu ergreifen. Aber sie verschwanden immer, wenn Thomas bei mir war. Allein zu hören, wie er sich fröhlich pfeifend einen Kaffee in der Küche machte, brachte mir Erleichterung. Also schickte ich sie fort. Nur weil ihre eigenen Gefühle nicht wahr werden konnten, hieß das noch lange nicht, dass sie meine zerstören konnte. Ich bereute es fast umgehend. Denn als sie ging, sah sie mich mit solcher Angst an. Danach wurde sie nie wieder gesehen. Sie ist in den Wald geritten und war einfach weg. Also, passt auf eurem Weg zurück gut auf euch auf. Niemand weiß, was sich in diesen Wäldern alles verbirgt. Und ihr wollt sicher noch das Ende meiner Geschichte hören, nicht wahr? Sei ID mit euch, bis wir uns wiedersehen.